Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frage-Antwort-Video rund ums Trompetespielen. Thilo hat sich dieses Mal gemeldet und zwar möchte er wissen, welche Lippentrainingsgeräte ich benutze und welches ich empfehlen kann. Thilo, ich habe insgesamt heute 3 Geräte zum Vorstellen dabei. Zum einen der Jericho Lippen-Expander, den habe ich schon mal in einem älteren Video vorgestellt, aber heute gehe ich noch mal gerne drauf ein. Dann zum zweiten der Pete, also von Warburton, ein Trainingsgerät ebenfalls für die Lippe. Und auf der dritten Position steht ein Bleistift mit Gummiband. Den habe ich vor Jahren mal selbst gebaut, um eben erste Erfahrungen für Lippentraining und so weiter zu machen. Und heute stelle ich euch die Geräte mal vor und werde euch auch letztendlich dann verraten, mit welchem Gerät ich am liebsten trainiere und auch den größten Effekt merke. Wir gehen gleich los und zwar mit dem Lippenexpander von Jericho. Wir haben hier vorne, hier oben dieses Lippenteil, also da halte ich mit den Lippen fest und das ist auch die erste Übung. Das heißt, ich ziehe noch nicht weg, sondern ich halte erstmal die Spannung der Lippen aufrecht. Wichtig ist immer, dass die Muskulatur von allen Seiten dieses Lippenteil packt und ich halte die Spannung aufrecht und das Ganze ziehe ich durch und zwar so lange, bis ich merke, ich kann nicht mehr. Und wichtig dabei ist immer, dass man nachspannt. Die Lippen möchten sich tendenziell eher etwas lockern, das heißt, alle paar Sekunden muss ich dran denken, dass die Lippen sich wieder anspannen und in dieser Spannung verweilen. Das heißt, ich zeige es euch jetzt auch einmal, wie das Ganze funktioniert. Wichtig ist immer dabei, dass man die Muskulatur von allen Seiten aktiviert und dass die Kinnmuskulatur nach unten geht. Das heißt nicht so zudrücken oder sonstige Sachen machen oder was noch schlimmer wäre, zum Beispiel einen Lippenexpander rein und dann loslassen. Das hebelt mir die Lippe aus und vom Prinzip her habe ich dann null Effekt. Also ganz wichtig, den Expander immer dabei festhalten und in der ersten Übung die Muskulatur von allen Seiten zupacken lassen und halten. Wenn das gut funktioniert und man merkt, okay, die Lippenmuskulatur, die hat sich wirklich gestärkt, dann kommt man zu einer zweiten Übung und zwar zum eigentlichen Trainingseffekt bzw. zur Idee von diesem Lippenexpander, nämlich dann die Übung noch zu intensivieren. Deswegen ist hier in diesem Expander eine Feder verbaut, das heißt, ich kann hier den Expander wegziehen und durch die Federwirkung möchte natürlich dieses Lippenteil zurück in den Expander. Das heißt, dadurch muss ich die Lippenmuskulatur noch stärker anspannen bzw. noch länger aufrecht in der Spannung halten, ansonsten würden die Lippen sich lockern und dieses Gerät flitscht automatisch, dieses Lippenstück geht automatisch zurück in den Lippenexpander und somit muss ich dann nochmal neu starten. Wichtig ist immer, aus dem Material, aus dem der Lippenexpander gebaut ist, immer mit trockenen Lippen üben. Das heißt wirklich vorher nochmal die Lippen trocknen. Wenn ich feuchte Lippen habe, glitscht mir automatisch dieses Lippenteil wieder zurück in den Expander und dementsprechend muss ich nochmal die Lippen nachtrocknen und dann kann ich die Übung dementsprechend auch ausführen. Ich zeige es euch einmal, wie das Ganze funktioniert. Und den Gedanken zähle ich immer, sobald ich rausgezogen habe, 21, 22, 23 und dann lasse ich das Gerät, das Lippenstück wieder ins Gerät zurück. Na, und dann mache ich das nochmal und das Ganze mache ich 8 Mal und danach mache ich immer ein paar Sekunden Pause. Und dieses Set wiederhole ich insgesamt 4 bis 5 Mal, je nach Übeintensität, die ich vorher hatte. Und da kommen wir auch schon zum Stichpunkt. Diese ganzen Geräte, die ich euch heute vorstelle, immer nach dem Üben benutzen. Das heißt niemals vorher, denn die Lippenmuskulatur ist einfach müde nach dem richtigen Training mit diesen Geräten, sondern erst Trompete üben und danach mit den Lippentrainingsgeräten nochmal an die Sache rangehen, ans Werk gehen, auch mit etwas Abstand, dann haben wir nochmal Regenerationszeit für die Lippen und ganz wichtig, wenn du dann fertig bist mit dem Lippenexpander, mit dem Pete und so weiter und so fort zu trainieren, an dem Tag keine Trompete mehr spielen. Die Muskulatur braucht jetzt Regenerationszeit, braucht Ruhe und dementsprechend einfach den Lippen der Muskulatur auch diese Zeit geben. Also das war der Lippenexpander. Es wird auch vom Hersteller empfohlen, nicht täglich damit zu üben, sondern jeden zweiten Tag. Das heißt, wir haben wirklich einen intensiven Trainingstag und dann einen Tag Pause vom Lippenexpander. Am dritten Tag üben wir wieder und so zieht sich es eben durch. Ich würde immer ein bisschen aufpassen, wenn ihr einen Auftritt habt, auf jeden Fall diese Gerätschaften nicht vor den Auftritten benutzen, sondern erst den Auftritt spielen und dann, wenn ihr abends noch Zeit und Lust habt und auch natürlich dementsprechend Geduld, dann übt nach dem Auftritt mit diesen Geräten nicht
vorher. Wir kommen gleich zum zweiten Gerät und zwar zum Pete von Warburton. Den habe ich jetzt seit 4 Wochen in Benutzung und da haben wir 2 Seiten, mit denen wir trainieren können. Ihr seht schon, zum einen ist dort eine große Platte verbaut, die hinter unsere Lippen kommt und da kann ich dann anziehen und man merkt auch richtig, wie dort dieses Plättchen Druck oder beziehungsweise Zug auf die Lippen ausübt und ich halte eben wieder dagegen und dementsprechend mache ich es genauso wie beim Lippenexpander, allerdings jetzt nicht durch die Feder, sondern eben mit meiner eigenen Körperkraft und somit kann ich den Widerstand beziehungsweise den Trainingseffekt auch frei wählen. Ist natürlich immer ein individueller Eindruck, ob man es jetzt mit wenig oder mit viel Kraft macht oder ob man sich schon überfordert. Aber letztendlich geht es immer darum, dass man natürlich erstmal den ersten Schritt macht und danach zum zweiten kommt. Das heißt, sein Training immer intensiviert. Und die zweite Seite vom Pete ist letztendlich dieses Gerät. Das heißt, für die Zähne, also auf der zweiten Seite für die Zähne, haben wir hier so einen kleinen Gummi verbaut. Das heißt, dass der Zahn geschützt ist und nicht das Silber bzw. das Metall auf die Zähne schlägt. Also das ist auf jeden Fall durchdacht und eine gute Sache. Diese Trainingsseite, die benutze ich genauso wie gerade eben den Lippenexpander in der ersten Übung. Und zwar mache ich das auch wieder zwischen meine Lippen, vor meine Zähne, also nicht die Zähne dazwischen. Und dann halte ich mit der Spannung der Lippen wieder dieses Trainingsgerät fest. Genauso wie beim Lippenexpander auch. Von allen Seiten packt die Muskulatur zu, das Kinn geht nach unten und diese Position versuche ich jetzt zu halten. Dieses Teil ist auch etwas vom Durchmesser größer als dies vom Lippenexpander, stört aber nicht weiter. Also auch da wieder diese erste Übung, man hält die Spannung, denkt wieder dran, immer wieder nachzuspannen und man wird merken, dass man an einem Punkt ankommt, wo man keine Spannung mehr halten kann und dementsprechend eben Lippenspannung nachgeben. Auch ein bisschen lockern, damit eben wieder diese Durchblutung gefördert wird, die unsere Muskulatur ja letztendlich im Wachstum auch fördert. Und dann kann man nochmal zum zweiten, dritten, vierten, fünften Mal gehen. Und ihr werdet merken, die Dauer dieser Übung wird immer kürzer, klar, weil die Kraft einfach nachlässt. Die zweite Übung mit dem Pete ist, man spannt dieses Trainingsgerät, diese Platte hinter die Lippen und etwas nach vorne ziehen und man wird merken, dass dadurch das Training nochmal richtig intensiviert wird. Ich finde es ganz angenehm und das habe ich auch im ersten Schritt beim Lippenexpander etwas vermisst. Ich finde den Lippenexpander vom Prinzip her etwas zu flach, obwohl es eigentlich schon eine Steigung eingebaut hat. Aber manchmal hat man das Gefühl, ich hätte gern noch ein paar Sekunden mehr Training gehabt und dann lässt der Lippenexpander schon nach. Klar, derjenige, der den Lippenexpander besser findet, der sagt natürlich, genau das ist der Trainingseffekt und dementsprechend muss man die Lippenmuskulatur natürlich stärken, damit man eben die 2-3 Sekunden noch länger halten kann. Der Vorteil am Pete ist aber, dass ich genau dieses Training hier schon habe. Nachteil ist natürlich wieder, dass ich nicht diese Federwirkung habe und sogar eine Skala, wo ich ablesen kann, auf welcher Position ich mich derzeit befinde. Das ist wieder der Vorteil zum Lippenexpander. Also ihr seht, es hat beides Vor- und Nachteile. Das Ideale wäre natürlich eine Kombination aus beidem. Das heißt, ein Mittelteil aus Lippenexpander, dieses Teil, was letztendlich dann beweglich ist und mit der Feder auch im Training, in der Intensivierung ganz klar abzulesen ist anhand von dieser Skala. Das wäre natürlich eine super Sache. Und auf der anderen Seite hätte man natürlich beim Lippenexpander dann noch dieses Teil, mit dem man eben dann auch trainieren kann. Wenn man sich den Lippenexpander nochmal genau anschaut, man hat da hinten so eine raue Fläche. Auch hier kann man natürlich das Ganze zum Lippentraining benutzen. Wegziehen kann man es natürlich dann nicht, weil dafür ist ja schließlich diese Seite geeignet. Das heißt, man hat auch den Lippenexpander innerhalb zweier Möglichkeiten zu üben. Die erste, um eben festzuhalten, die zweite, um das Ganze nochmal zu intensivieren. Und der Grundgedanke vom Pete ist natürlich, oder PETE, ist natürlich, dass man hier erstmal anfängt zu trainieren, die Lippen zu stärken und bei der Intensivierung dann hier die Lippen darum und dann zieht man an und man wird merken, dass die Lippen natürlich dann dementsprechend dagegenhalten müssen, damit man eben auch da nochmal das Training intensiviert und nochmal eine Schippe drauflegt. Also beide Geräte finde ich absolut gut durchdacht und vom Training her sehr effektiv. Wichtig ist immer, dass man es nicht übertreibt, sondern dass man das immer als zusätzliches Training zu seinem eigentlichen Trompetenspiel, Trompetentraining dazu nimmt. Das heißt, diese Übungen kommen on top und ersetzen das Trompetespielen auf keinen Fall. Jetzt kommen wir zu meinem dritten Gerät. Und zwar habe ich damals damit angefangen im Studium,
Ich habe einfach einen Bleistift genommen und oben den Gummi etwas abgeschnitten. Das heißt, ich habe da auch wieder diese Schutzwirkung für die Zähne, wie es eben der Pete hier auch hat, habe ich hier mir den Gummi zurechtgeschnitten. Und dann auf dieser Metallfassung ein Gummiband stark rangezwirbelt, damit man eben auch dort, wie ähnlich beim Pete, diese Platte auch den Stift etwas wegziehen kann und mit der Muskulatur der Lippen dann eben dementsprechend etwas gegenhalten muss. Das heißt, auch hier der Stift wieder zwischen die Lippen gespannt, von allen Seiten mit der Muskulatur den Stift gepackt und das Kinn natürlich nach unten. Und in dieser Position verweile ich erstmal. Wenn ich das gut kann und ich nehme mal einfach so als zeitlichen Rahmen einen Monat trainiert habe, auch wieder nur jeden zweiten Tag, weil man einfach Erholungsphasen braucht, dann auch anfangen, den Stift etwas wegzuziehen, aber immer mit Vorsicht. Auch da merkt man, dass man das Training etwas intensivieren kann. Ich habe jetzt hier nur ein Gummiband drauf. Man kann natürlich auch noch 2 oder 3 oder ein dickeres Gummiband drum machen. Dann hat man noch etwas mehr Wirkung. Ich habe auch schon von Kollegen gesehen und da gehen Grüße raus an Paul. Der hat sich damals von so einer Plop-Bierflasche beim Verschluss diesen Gummi abgemacht, dementsprechend hier drauf gemacht und mit Gummibändern vorne und hinten, oder man kann auch einen Schrumpfschlauch zum Beispiel aus dem Baumarkt nehmen, dieses Gummiteil von der Bierflasche fixiert und dann hat man genau den gleichen Effekt eben wie beim Pete. Man hat so eine größere Platte, eine größere Fläche, mit der man eben die Lippenmuskulatur dann trainieren kann, indem man es wegzieht. Also da sind der Kreativität bzw. der Tüftelei keine Grenzen gesetzt. Ich habe dieses Ding immer bei mir in der Schublade liegen bzw. im Trompetenkoffer und kann dann, wenn ich unterwegs bin, auch damit etwas trainieren. Aber letztendlich habe ich mir beide Sachen angeschafft, weil ich beide Sachen natürlich sehr interessant fand, beide Trainingsgeräte. Wie gesagt, die Vorteile hier, man hat eine Skala und dementsprechend auch die Federwirkung, wo ich ganz genau ablesen kann, welche Stärke ich aktuell zum Training benutze und natürlich auch zum Einstieg diese Seite zum Festhalten und zum ersten Stärken der Lippenmuskulatur. Beim Pete ist es genauso, das Material finde ich vom Prinzip her durch die Versilberung etwas angenehmer, aber unangenehm fühlt sich der Lippenexpander in keinster Weise an. Na, das ist einfach etwas höherwertiger, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und man hat hier natürlich auch wieder beide Trainingsgeräte und hier mit der Platte ein etwas stärkeres Gefühl, dass man mehr Lippenmuskulatur packen muss, beziehungsweise stärker gegenhalten muss, beziehungsweise durch das Wegziehen kann ich die Kraft ja selbst steuern. Und wer den ersten Einstieg in diese Trainingsgeräte machen möchte, dem empfehle ich immer erstmal das Ganze mit dem Stift zu üben. Am Ende von diesem Video noch der wichtigste Tipp, auch hier nicht den Stift loslassen, der muss aufrecht halten. Na, am besten du legst den Stift auf deinen Daumen oder du hältst ihn auch fest. Und somit wird deine Lippe nicht ausgehebelt. Also das ist eigentlich der wichtigste Tipp von allen 3 Trainingsgeräten. Nicht einfach loslassen, das hebelt einem die Lippe aus, Trainingseffekt gleich 0, wahrscheinlich sogar eher negativ und man hat danach Probleme mit der Lippe und kann nicht mehr Trompete spielen. Bei allen Geräten einen Tag Pause machen, immer dazwischen, das Training immer on top zum Trompete spielen nehmen, nicht ersetzen. Wichtigsten Tipps jetzt nochmal zum Ende, immer nur jeden zweiten Tag üben, nicht übertreiben und diese Übungen mit den Geräten Lippenexpander, Pete von Warburton oder Bleistift zum Einstieg immer nur jeden zweiten Tag machen und nicht übertreiben. Das ist ganz wichtig. Man startet mit dem Training im Fitnessstudio auch nicht mit den schwersten Gewichten, sondern man baut sich da stellenweise Schritt für Schritt natürlich das ein und andere Gewicht auf diese Belastung drauf und dementsprechend hat man natürlich dann auch einen Trainingseffekt. Also nicht übertreiben, die Muskulatur dankt es dir und du wirst auch merken, dass du kontinuierlich und sukzessive deine Muskulatur stärken kannst. Also ganz wichtig, erst Trompete spielen, danach mit diesen Trainingsgeräten trainieren. Thilo, ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen und dir einen guten Eindruck von diesen 3 Gerätschaften vermitteln. Wenn ich meinen Favoriten benennen würde, dann wäre es zuallererst der Bleistift und nach einem Monat würde ich mir wahrscheinlich den Pete kaufen. Den finde ich einfach super und dementsprechend würde ich diesen favorisieren, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte mich auch gar nicht entscheiden, weil das Trainingseffekt mit dem Lippenexpander auch sehr groß ist und ich auch genauso gerne mit diesem Gerät trainiere. Also ich wechsle da auch ab, manchmal habe ich den einen als Favorit, manchmal den anderen und dementsprechend kann man natürlich dann auch trainieren. Also mein Favorit Bleistift, danach Pete, danach Lippenexpander oder wenn du Lust hast natürlich alle Trainingsgeräte in dieser Hinsicht. Thilo, wie gesagt, das war meine Favorisierung der Geräte.
Mehr braucht es nicht. Diese 3 Sachen reichen absolut aus, um sich die Muskulatur zu stärken. Du wirst nach 2-3 Wochen schon merken, dass es viel stärker ist. Wichtig ist immer nicht die Lippen überbeanspruchen, sondern da auch immer nach Lockerheit suchen und nach Regenerationsphasen. Lass am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da. Das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.